Guten Morgen, Leute. Wir haben heute gute Laune. Die Sonne scheint. Endlich Sonne. Sind jetzt in Söder Country, also in Bayern, zwischen Ulm und Augsburg, nämlich in Günzburg. Hier hat sich was aufgetan für uns. E34 M5, Baujahr 95. Mir war es wichtig, euch mal mit auf die Reise zu nehmen, weil das der letzte Kombi ist, der uns im Grunde dann noch in der Sammlung fehlt. Dann haben wir nämlich alles. Und ja, hey, kommt einfach mit, guckt es euch an, seid gespannt. Bis gleich. So Leute, da sind wir. Wir sind angekommen in Günzburg und dreimal dürft ihr raten, wofür. Ich meine, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Deswegen. Das ist geil. Geil. E34 M5, Evo, letzte Baureihe, letztes Produktionsjahr tatsächlich. Ich habe es bei Kleinanzeigen gefunden, musste ich einfach haben. Deswegen habe ich Felix gesagt, ey komm, wir setzen uns ins Auto, fahren los. Das war's im Grunde. Wir hauen wieder ab und jetzt sehen wir uns gleich aus dem Auto. Tschö. Nee, natürlich nicht. Völliger Quatsch. Also, viel Spaß damit. Los geht's. So, jetzt habt ihr unser Schätzchen gesehen. Jetzt geht's ans Auto. Ich erkläre euch jetzt mal ein paar Details, die das letzte Baujahr tatsächlich unterscheidet von den normalen E34 M5. Ihr seht ganz am Anfang oder ganz vorne einfach die breite Niere. Dann gehen wir rüber. Dann haben wir die Parallelspeiche, die große schwimmgelagerte Scheibe, eine Compound-Scheibe mit einem 4-Kolben-Bremssattel. Gehen wir hier weit drüber. Du siehst hier auch schon an der Linie, grau abgesetzte Schwellern. Genauso passend vorne zur Lippe, die anderen Spiegel. Dann kommen wir mal nach hier hinten. Hier siehst du es auch noch an der Heckschürze, grau abgesetzt hinten, also einmal komplett rundherum. Was hat er denn noch? Ganz, ganz wichtig und sehr, sehr geil. 3,8 Liter sowieso, Saugermotor und der einzige von 209 Tourings mit 6-Gang-Schaltgetriebe in der Kombination. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir tatsächlich mal zum Auto. Das sind so ein paar technische Facts. Wir haben hier ein Auto, was das Armaturenbrett beledert hat, die Türtafeln beledert hat. Dann Alcantara Sitze mit Hurricane-Muster. Das einfach mal zum Innenraum. Du kannst ja gerade ein bisschen abfilmen. Siehst du? Ihr seht auch hier bei der alten Kiste ist einfach durch die lange Standzeit, Witterung, Feuchtigkeit, weiß der Geier was, löst sich das Leder schon mal gerne ab. Kommen wir aber gleich drauf zurück. Und hier seht ihr einfach dieses Hurricane-Muster, so hieß es einfach damals. Wir haben hier voll elektrische Sitze, Sitzheizung, also ein Zip und Zap. Und Panoramadach hatten wir damals auch immer schon, was heißt immer, natürlich auch Bestellungen. Was auch sehr, sehr witzig ist tatsächlich bei dem Auto. Diese Seitenrollos gab es damals schon, du kannst hier oben einhängen. Als Sichtschutz, wenn du Kids hast. Elektrische Fensterheber, gut, war damals dann schon Standard. Ja, einfach auch viel Zeug beledert. Was ist sonst noch zu sagen? Was hat da so Besonderes? HiFi-System Professional, aber das klingt bei den Kisten eigentlich schon. Beim i39 klang das DSP schon blöd. Gerade beim Kombi, und ich glaube, hier wird gar nichts rauskommen. Ja, ansonsten mal zur Bestandsaufnahme. Ich meine, wir haben uns das ja eben mal angeguckt, haben ein bisschen Lackschichtdicke gemessen. Weil viele von euch schreien jetzt gleich wieder, ja Mann, du kannst dir doch nicht ein Auto angucken fahren, ohne Lackschichtdicke zu messen. Doch, diesmal schon. Ist auch einfach wichtig bei der Kiste. Ach so, was er damals schon hatte, abblendbarer Innenspiegel. Also automatisch abblendbarer Innenspiegel. Das glaube ich damals mit dem 7er. Jedenfalls, ich gehe jetzt mal mit euch ganz kurz durch. Wir messen jetzt mal ein bisschen was, weil wir haben schon gesehen, dass hier und da was lackiert ist. Und nicht nur hier und da, sondern schon sehr, sehr viel tatsächlich. Kommen wir gerade hier rüber. Aber grundsätzlich haben wir so viel nicht. 136. 124. 236, also wisst ihr, hier ist auch an der Kante schon was abgeklebt, da sieht man es auch ganz gut. Deswegen haben wir einfach auf der ganzen Seite schon mehr Lack. Ist aber hier tatsächlich kein Problem, weil ich glaube, der muss sowieso ein bisschen mehr Pflege bekommen, als ich ursprünglich angenommen habe. Dann kommen wir hier rein.
Das kennt ihr halt typischerweise oftmals von den E39. Hier gammelt er halt. Kann natürlich aber auch sein, dass sie damals, als sie den Lack gemacht haben, hier einfach nicht vernünftig konserviert haben. So, dann gehen wir mal außen rum. Ihr seht hier so ein bisschen Türgummis hier sind, von dem Griff sind kaputt. Ansonsten die Türen hatten wir schon gemessen, die sind auch okay. Kotflügel war auch okay. Haube nicht. Komm gerade mal hier bei. 207, also ist schon mal was drüber gekommen. Ist nicht mehr die originale Lackierung. 212 und die Haube hat 328. Man sieht tatsächlich, dass er schon mal Lack bekommen hat, nicht komplett, weil das Dach ist komplett Serie. Aber hier wird man auf jeden Fall einmal ansetzen müssen und da gehen wir auch gleich mal bei der Preisverhandlung drauf ein, natürlich dann ohne euch, weil ich werde diesmal keinen Preis nennen. Ich werde euch nicht sagen, was wir dafür zahlen. Ja, will ich einfach nicht, weil das Auto, ich will nicht, dass nachher irgendwann im Netz, wenn das Auto irgendwann in 20 Jahren mal weggehen sollte, will ich nicht, dass irgendeiner kommen kann und sagt, ey, aber du hast damals das und das bezahlt, das gebe ich dir jetzt nicht. Aber dann halt hier auch wieder, ne? Altersbedingt, diese Gummis hier passt irgendwas nicht mit der Maske. Und ja, ansonsten Dachhimmel hängt durch, Schiebedach funktioniert. Und das ist halt grundsätzlich erstmal zur Bestandsaufnahme außen. Komm, ich zeige dir mal ganz kurz noch drinnen was. Das habe ich tatsächlich schon bei einigen M5s gesehen, die Vollleder hatten. Komm doch mal hier rüber. Ihr seht halt, hier fällt das Leder ein bisschen ein, löst sich halt teilweise auch. Ich denke, das ist Feuchtigkeit. Weil wenn es Sonneneinstrahlung gewesen wäre, dann wäre es sehr, sehr hart geworden. Und ansonsten hier, ich weiß nicht, ob hier mal einer was nachgeledert hat oder nicht, weil das Auto kommt eigentlich ursprünglich aus Japan. Also in Deutschland produziert, klar. Wann? Habe ich ja gesagt, glaube ich, Juli 95. Erstzulassung war er Ende 95. Und von dem her, oh, ich habe sie eben angelassen, die Heizung läuft, die Lüftung läuft die ganze Zeit. Ja, und ich weiß ja nicht, Japaner stehen ja schon mal gerne drauf, so ein Zusatzdisplay oder ein Navi irgendwo dran zu dübeln. Und deswegen ist da schon mal was passiert. Aber bei dem Armaturenbrett löst sich sowieso hier und da das Leder. Also wenn wir ihn wirklich nehmen sollten, beledern wir halt alles nochmal neu. Türverkleidung, Armaturenbrett oben, dann müssen wir mal gucken, ob wir das Leder bekommen oder nicht. Schauen wir einfach mal. Ja, ansonsten, für das Alter, finde ich, ist der Zustand okay. Du siehst natürlich gerade da, wo dann Menschen im Fahrgastraum einfach unterwegs sind, hast du natürlich Abnutzungsspuren. Ich fahre die Kiste jetzt mal hoch. Ne, ich mache erstmal die Haube auf. Dann zeige ich euch eben kurz den Motor. Guck mal, ob du hier vorne auf die Kante drauf kommst. Geh mal auf die andere Seite. Trommelwirbel, komm. Ja, also der Motor sieht sehr, sehr gut aus. Du bist noch drauf, ne? Ja, ja. Also der Motor, finde ich, sieht sehr, sehr gut aus. Man hat auch hier und da schon gesehen, dass das hier die Drosselklappen schon mal eingestellt worden sind. Sehr, sehr trocken, zeige ich euch auch gleich noch von unten. Und ansonsten halt der bekannte 3,8 Liter, ne? S38, B38 Motor. Luftmassenmesser ist schon mal gemacht, Klimakompressor ist schon mal gemacht. Was haben die Jungs uns dann eben noch gesagt? Weiß auch nicht mehr, ne? Mhm. Ist ja auch nicht schlimm. Aber grundsätzlich seht ihr halt so ein bisschen altersbedingt, ne? Hier, sowas geht alles ab, aber geht halt nicht anders. Aber grundsätzlich finde ich Motor obenrum guter Zustand. Wir fahren die Kiste jetzt mal raus hoch. So, also jetzt ist er oben. Ganz kurz noch Bremse. Gehen wir drauf. Also Scheiben sind wirklich noch sehr, sehr gut, sehen auch sehr, sehr neu aus tatsächlich. Also viel haben sie nicht gesehen. Weil der Topf auch noch sehr, sehr, sehr sauber ist. Man sieht es aber auch am Verschleiß, da ist nichts dran. Ansonsten hast du halt ganz normal hier den Kotflügel ein bisschen raus. Hier fehlen komischerweise alle 4 Leisten, aber wir kriegen zu dem Auto noch 2 flammneue Türen, linke Seite dazu, und da ist auch noch viel Zusatzmaterial dabei. Gerade Dichtungen, Leisten, und ich kann mir gut vorstellen, dass die 4 Leisten für die 4 Türen noch da sind. Ansonsten, was mir halt aufgefallen ist, klar, ein anderer Endschalldämpfer. Ich sehe jetzt auch gerade gar nicht, was da drauf steht. Doch, Supersprint. Bin ich bei dem kein Fan von, weil eigentlich ist beim M5 nur Original schön oder Eisenbahn könnte man noch vertreten. Ja, ansonsten gehen wir weiter. Mittelschalldämpfer ist ein anderer. Was aber für mich viel, viel wichtiger ist, ihr seht die ganzen Leitungen hier vorne, ne? Keine Korrosion, alles sehr, sehr schön. Das Diff ist trocken.
Das EDC ist auch schon überholt worden. Siehst du auch an den Leitungen, die Dämpfer sind gemacht. Am Ende auch sehr, 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 sehr teuer, weil neu gekauft kriegst du sie nicht. Ansonsten, ja, also ich finde der Zustand ist gut, auch Querlenker und so weiter. Sieht sehr, sehr gut aus. Rost am Unterboden hat er so ziemlich gar keinen. Und ansonsten hier das Getrag-Getriebe, 6-Gang. Hier ist schon mal ein bisschen was gemacht worden an dem Linkgetriebe. Dann hier, ja gut, Stoßstangen sehen schon ein bisschen älter aus, aber naja, auch Längsträger, gut, hier die Gummibuchsen, egal, ist alles Pillepalle. Und jetzt guck mal hier, komm mal gerade mal mit, guck mal hier jetzt auf die Ölwanne und auf den Motor, versuch das mal abzufilmen. Ja. Siehst du, wie schön trocken das ist? Du siehst hier kein Öl hängen, gar nichts. Also hier ist bestimmt auch schon ein bisschen Geld reingeflossen. Und ansonsten hast du bei den alten Kisten nämlich immer so ein bisschen Matsch, oder? Ja, ist einfach so. Alle 4 Felgen sollen sogar neu sein. Bereifung ist auf jeden Fall auch neu. Sollen wohl auch die letzten lieferbaren Felgen für den i34 M5 gewesen sein. Die hat der Vorbesitzer damals mit beiden Türen für die linke Seite neu gekauft, weil die Türen haben in der Pfalz Rost. Das zeigen wir jetzt gleich wieder, wenn wir ihn runterlassen. Aber ansonsten finde ich den vom Zustand gerade von unten, jetzt mein 95, ne? Bist du 95 geboren? Nee, ne? 94. 94, siehst du, das Auto ist ein Jahr jünger als du. Und von dem her, gerade weil du halt hier nicht mehr diesen großflächigen Unterfahrschutz hast, wie du es bei den aktuellen Autos einfach gerne hast, sieht man einfach tatsächlich wenig Korrosion. Na, der ist jetzt auch die letzten 2 Jahre die ganze Zeit trocken gestanden. Und ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit reingeflossen. Also tatsächlich sehe ich hier auch weniger das Problem bei der Technik, sondern viel, viel mehr einen gewissen Aufwand im Interieur und beim Lack. Okay. Ne? Ja, man sieht ein paar Stellen, die eingefallen sind am Lack, gerade an der Heckklappe und all sowas. Aber das heißt wahrscheinlich nochmal komplett neu lackieren? Ich denke ja. Okay. Ja, dann, wenn wir es dann machen wir es einmal richtig, machen die ganzen Gummidichtungen auch neu. Weil die Technik passt, meiner Meinung nach. Wir machen ihn jetzt auch gleich an, kalt. Ja, dann könnt ihr euch das nämlich auch anhören, weil gehört habe ich ihn tatsächlich noch nicht. Wir haben uns alles angeguckt, aber ich bin gleich auch gespannt. Jedenfalls war das jetzt erstmal zum Thema unterm Auto. Achsen, Korrosion, also ein Zip und Zap. Der hier kommt direkt weg, wenn wir nehmen sollten. Weil ich finde dieses komische Rohr, das geht gar nicht, ey. Oder was sagt ihr? Das passt nicht auf einem 5. Sieht nicht so wertig aus, ne, finde ich. Naja. Ich gucke jetzt gerade mal, ob er da hinten irgendwo rumspringt. Er wollte nämlich gar nicht mit auf die Kamera. Er sagt, nee, ich haspel mir gleich einen zurecht. Aber sehr nette Jungs hier. Ey, super, super nette Leute. Ne? Die haben hier einen TÜV-Stützpunkt, eine Prüfstelle. Und deswegen haben wir hier halt jetzt auch einfach die Möglichkeit, auf die Scherige drauf zu gehen und uns das Auto anzugucken. Ich habe sogar hier Lampe geschenkt von den Jungs eine Taschenlampe geschenkt bekommen. Hat er mir gerade in einem Etui überreicht, hier, damit du endlich mal eine hast. Weil sonst klaue ich die mal bei den Jungs von den Werkzeugkisten, weißt du? Gehst du vorbei, brauchst eine Lampe, zack, nimmst du mit und dann liegt sie in der Tasche und der Monteur ist wahrscheinlich schon 2 Stunden durch die Gegend gelaufen und hat seine Lampe gesucht. Ja, jedenfalls, pass auf. Lack haben wir viel, Technik haben wir nicht viel. Wir machen jetzt den Motor sage ich, an. Ja. Und dann hören wir uns die Kiste noch an. Ich weiß nicht, ob wir auf Probefahrt gehen sollen oder nicht. Müssen wir jetzt gleich gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen. Aber ich denke, das machen wir gleich eben ganz kurz. Aber die 2 sind selbst TÜV-Prüfer. Ja, die würden mir auch keinen Scheiß verkaufen, wobei man trotzdem besser immer doppelt gucken sollte. Weißt? Weil dann fällt dir vielleicht doch noch hier und da ein bisschen was auf. Und ja, dann können wir vielleicht noch mal besser in die Verhandlung reingehen. Und das ist halt der Witz. Das ist so ein Riesenzufall. Ich habe danach nochmal, ich gucke halt immer jetzt E34 M5, E39 M5 oder irgendwas, knallst bei Kleinanzeigen rein und dann sehe ich wirklich dieses Modell. Ne? Also wirklich auch ein Evo, letztes Baujahr. Ihr seht das an den Felgen, so ist das Modell damals ausgeliefert worden. Ja. Ne? So ist es ausgeliefert worden, sogar noch grau innen. Gut, Farbton außen passt nicht. Und dann sehe ich dieses Auto und ich denke, Alter, wer hat denn sowas? Ich direkt geguckt, welcher Anbieter das war und dann sage ich, ey, das kennst du doch. Ich ihm direkt eine WhatsApp geschrieben und sage, immer, pass mal auf, wir kommen am Samstag. Ich pack das Modell mal schnell beiseite, ja, wenn wir uns einig werden, nehme ich es mit. Das heißt, du kaufst praktisch 2 M5 heute? Ich kaufe praktisch 2 M5, wenn wir klarkommen. Ja. Ne? Das halt zu dem Modell, deswegen haben wir gerade den Einstieg auch so gemacht, fand ich total witzig irgendwie. Naja gut, wir machen jetzt den Motor an. Auto runter, Motor an. Ich lasse den Haufen jetzt mal hier runter.
und dann checken wir mal die Lage, wie er klingt. Keine elektrische Heckklappe, die muss man wirklich selber noch ansetzen. Was das Coole tatsächlich ist, guck mal, nochmal eine originale Felge da drin. Ich habe mir jetzt auch vorhin schon mal hier die ganzen Deckelchen hier abgemacht, habe reingeguckt. Da ist alles cool. Das Einzige, was nicht so schön ist, die Kopfstütze fehlt. Ich denke auch nicht, dass du da was kriegst im Netz. Ansonsten hier, ey, der hat hinten alleine 4 Lautsprecher. HiFi-System Professional haben die das damals genannt. Heute ja genauso. Aber guck mal hier, das Werkzeug ist zumindest noch vollständig. Guck mal, damals waren sie noch. Jetzt nicht mehr vollständig. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Lachen die über uns gerade? Ja. Ja, der war einfach nicht richtig reingesteckt. So, jetzt ist er richtig. Jetzt wieder komplett. Ist so ziemlich alles drin. Hier fehlt ein kleines bisschen was. Aber ansonsten alles vollständig. Was ich ein bisschen komisch finde, und da ich ja noch nicht so E34 durch und durch bin, wir hätten eigentlich den Mirko heute gerne dabei gehabt, aber er sagte, Herr Hermann, ich muss mich auch ein bisschen um meine Freundin kümmern. Der hat ja vorne weiße Blinker. Vorne in den Scheinwerfern und im Kotflügel. Ich verstehe halt nicht, warum die dann hinten gelb machen. Kann mir das irgendeiner von euch sagen? Wisst ihr das? Und wenn noch irgendeiner so was liegen hat, ja, hinten in weiß. Oder eine Kopfstütze. Oder eine Kopfstütze, dann hätte ich das gerne. Ja, ansonsten klar, hier oben die Antenne ein bisschen abgegammelt, ne? Ist wahrscheinlich auch fest, aber das kannst du nachher alles noch machen. Das ist Kleinscheiß. Entschuldigung. So, komm, dann machen wir jetzt mal den Motor an. Ich mache dir dafür die Haube nochmal auf. Ich finde es übrigens extrem geil, dass die Haube nach vorne aufgeht. Ja. Ja, da hast du ja eben so blöd gefragt, ne? Ah, die Haube geht nach vorne auf. Da sieht man mal einfach, dass du noch sehr jung bist, Felix. Klingt der jetzt mal am Kaltstart ganz gut. Warte mal, ich mache das mal aus. Der klingt jetzt, ich habe mir jetzt auch zum ersten Mal gehört. Ich finde, man merkt, dass er was länger gestanden hat. Vielleicht ist der Riemen ein bisschen was hart. Ja, ich glaube, fast Ventilspiel müssen wir ein bisschen einstellen, wobei der jetzt auch echt kalt war. Na, wenn er nachher warm ist, klingt er mit Sicherheit ein bisschen anders. Deswegen würde ich fast sagen, wir checken jetzt gerade mal, ob wir jetzt die roten Nummern drauf machen und auch nur mal ganz kurz 5, 6, 7 Kilometer durch die Gegend eiern. Und auch mal gucken, wie verhält er sich vom Fahrwerk, ja, wie lässt er sich schalten, ist für mich auch wichtig. Ja, Bremse gut, haben wir vorne schon gesehen, Scheiben sind neu, hinten geht es und ja. Gut, das heißt, wir sehen uns im Auto wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns im Auto wieder. Nehmen wir die GoPro mit oder hier den Ballermann? Ja, beides. So, da sind wir wieder, Autofahrt M5. Man setzt sich halt direkt rein und du hast einen ganz, ganz anderen Geruch in dem Auto. Man merkt halt einfach, dass das wirklich so riecht. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten. Ne? Also man riecht einfach, oder man kennt diesen Geruch, wenn man diese Autos kennt. Oder früher, weil mein Vater hatte früher so einen. Also kein M5, sondern 35i. Und wenn du einmal diesen Geruch als Kind in der Nase hattest, dann setzt du dich immer wieder in so ein Auto rein und fühlst dich irgendwie wohl. Und nichts anderes ist es auch hier. Wir sind jetzt auf jeden Fall los. Das Auto ist jetzt noch kalt. Was man halt direkt merkt, also das Fahrwerk kannst du mit E39 Standard schon gar nicht mehr vergleichen und mit den ganz neuen halt schon erst recht nicht. Ja. Ich meine, der hat dieses EDC, ich glaube, das war damals beim 7er zuerst und dann im M5, ne? Ja. Und von dem her, ja, wir probieren jetzt gleich mal hier ein bisschen was aus, dann gucken wir gleich, wie er im Futter steht. Aber grundsätzlich so der erste Eindruck, klar, du hast auch viel Spiel in der Lenkung. Ist einfach so, aber ansonsten fühlt er sich jetzt erstmal so nicht schlecht an. Ich gucke jetzt gleich mal, ob mir noch ein bisschen was auffällt. Ich meine, hier diese ganze Verkleidung, das ist halt alles nicht fest, aber da müssen wir halt nochmal dran ansetzen. Armaturenbrett kommt sowieso raus und dann läuft das schon. Aber hier, das ist geil, guck mal hier. Siehst du das? Ja. Ja? Hast du? Ja. Sehr gut. Guck mal,
vor allem, der hat ja hier, der hat tatsächlich eine Öltemperaturanzeige, ne? Du hast ja sonst bei dem i34 oder auch bei den 39ern ja auch dann immer so eine Verbrauchsanzeige, je nachdem unter welchem Lastzustand du da bist, so eine Gaspedalstellung. Der hat einfach eine Öltemperaturanzeige, das ist einfach so geil. Du merkst halt auch, es poltert ein bisschen mehr, ne? So, jetzt haben wir fast, ja doch, jetzt haben wir 80 Grad Öltemperatur. Und jetzt laden wir mal durch, ja, also halt die Kamera gut fest und dann gucken wir mal, wie er geht. Also 3, 2, 1, los. Beschleuniger jetzt im dritten Gang. 4000, 5000, 6000, 6,5. Gut. Also kann man nichts sagen, ne? Klingt gut, ne? Und nochmal. Ja, aber es ist tatsächlich, man merkt das einfach so, ne? Das ist der erste E34, den ich kaufe. Und wenn er ansonsten, wir sind ja mit dem F11 jetzt von uns gekommen, mit dem 50D, der übrigens gestern fertig geworden ist. Du merkst einfach, es ist ein ganz, ganz anderes Auto. Ja? Du spürst viel, viel mehr, aber du hörst auch viel, viel mehr Windgeräusche. Und ja, es ist im Grunde wie so eine Reise in die Vergangenheit. Ja? Also ich finde schon, auch die ganzen Knöpfe und so weiter und so fort. Das ist schon ganz, 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 ganz anders. Sehr besonders. Und ich werde tatsächlich aber auch recht schnell warm mit dem Auto. Also ich fühle mich hier echt wohl drin, muss ich sagen. Hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich habe wirklich überlegt, so ey, E34, M5, ja, nein, aber dann war ich eigentlich ziemlich schnell bei ja. doch bei ja. Weil wir vervollständigt einfach bei uns die zwei anderen. Na, der allererste fehlt. Und ich bin echt mal gespannt. Wir werden dann Tage echt mal, wenn wir ihn oben haben, mal ein Foto machen. Alle drei zusammen in die Reihe. Das wird so geil aussehen einfach. Wir haben jetzt eben auch total witzig nochmal drüber gesprochen. Ne? Ich kann es auch eigentlich gar nicht so wirklich selber sagen. Für den heutigen Standard, ne, das ist ähnlich wie im E30 M3. Dann setze ich da heute rein, dann denkst du, die Kiste fährt nicht. Fährst rückwärts. Und bei dem jetzt aber auch, also der beschleunigt schon echt gut. Aber es ist natürlich trotzdem nichts, wie du es heute gewohnt bist von den Fahrzeugen einfach. Aber trotz alledem für damalige Standards war die Kiste, glaube ich, so das Beste, was du so kaufen konntest oder fahren konntest, weil du hast hier absolutes Understatement. Zwar finde ich ein bisschen weniger tatsächlich als beim E39 M5, weil bei dem hier, wenn du so einen gesehen hast, ne, du hattest der 25 hat zwei ganz, ganz dünnere Auspuffrohre, der 30er war ein bisschen mehr, 35 dann auch, ja, okay. Deswegen haben sich auch damals alle diese fetten Rohre drunter geknallt. Und wenn du aber hier zwei, das waren so Ballermänner, ne, nebeneinander gesehen hast, wusstest du, das ist ein M5. Und dann war das hier, wie die es damals verspoilert haben, ja auch fernab von der Serie. Das hattest du sonst nicht. Ne, beim E39 M5, den merkst du im Grunde nur durch die Spiegelstoßstange vorne, hinten und durch die Felgen merkst du dem an, dass das ein M ist. Na gut, Endro, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Aber das Auto war viel dezenter. Für den damaligen Standard wusstest du direkt, du hast den hier gesehen, du wusstest, es ist ein M5. Aber trotzdem halt noch, ja, trotzdem viel Understatement. Weil damals, kurz davor waren ja die ganzen König Breitumbauten, ja. Alles, D&W war ja damals noch, bunte Lenkräder, keine Ahnung, HiFi-Umbauten. Tiefbettfelgen, das war ja damals alles Thema. Und da hat BMW das tatsächlich hier schon sehr, sehr, sehr gut auf die Kette gekriegt, finde ich. Das Auto sportlich, schön, dezent, aber trotzdem, es ist eine geile Mischung einfach. Und ich finde, man spürt das auch, man setzt sich hier rein und du weißt, was sie sich damals dabei gedacht haben und was damals auch tatsächlich das Ziel bzw. das Konzept von diesem Auto war. Das sind sicherlich von mir auch Autos, wo die Marke M bis jetzt transferiert, warum das so ein Hype ist. Ja. Das sind solche Fahrzeuge, der E39, der E34, ganz klar, E36, das sind die Fahrzeuge, wo ich sage, da ist der M-Mythos richtig entstanden. Ey, absolut, da hast du vollkommen recht. So, da sind wir wieder. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Will aber gerne noch Danke sagen, dass wir wirklich sehr, sehr gut aufgenommen worden sind. Wir haben Essen bekommen, wir haben ein Käffchen gekriegt, wir haben was zu trinken gehabt.
Haben auch tatsächlich am Ende einen guten Preis rausverhandelt, auch sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich, gut miteinander gesprochen. Eins muss man natürlich dazu noch sagen, die zwei sind sowieso total BMW und Porsche verstrahlt einfach. Wahnsinn. Wir kriegen jetzt gleich noch ein paar Autos zu sehen. Wir zeigen euch auch davon ein bisschen was. Wird auf jeden Fall ein kleines Highlight nochmal zum Ende. Jedenfalls, er gehört uns. Wir machen jetzt gleich noch schnell den Kaufvertrag fertig, zahlen an und dann holen wir die Tage ab. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns die Kisten jetzt noch an und dann düsen wir ab nach Hause. Ne? Tschö.